Verantwortung ist ein zentraler Bestandteil des OMV-Selbstverständnisses. Verantwortung für leistbare Energie, Mobilität und hochwertige Materialien für mehr Lebensqualität. Verantwortung für sichere Energieversorgung in Österreich, in Europa und darüber hinaus. Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Eigentümern. Und insbesondere in Zeiten der Klimakrise Verantwortung für das Wohlergehen unseres Planeten. Die OMV hat die Zeichen der Zeit erkannt und 2021 wichtige Schritte für die Transformation ihres Geschäftsmodells eingeleitet, um in Zukunft ein führender Anbieter innovativer und nachhaltiger Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien zu sein. Die neue ISO-C4-Anlage in der Raffinerie Burghausen produziert Chemikalien und liefert Grundstoffe für Produkte wie Schmiermittel, Klebstoffe, aber auch Vitamin C und spart jährlich 20.000 Tonnen CO2-Emissionen. Eine neue Glycerin-zu-Propanol-Anlage in der Raffinerie Schwechat erzeugt Biokraftstoffe der zweiten Generation und Rohstoffe für nachhaltige Chemikalien. Die nächste Ausbaustufe der ReOil-Anlage in Schwechat ermöglicht ab 2023 das chemische Recycling von 16.000 Tonnen Kunststoff pro Jahr für die petrochemische Industrie. OMV und Austrian Airlines schaffen ab 2022 mit regionalem, nachhaltigem Flugtreibstoff die Basis für 80% CO2-Reduktion. Die Investments zur Finanzierung des neuen Weges wurden erfolgreich abgeschlossen, wie der Verkauf der Anteile Gas Connect Austria, des Feld Wisting in Norwegen und des Tankstellennetzes in Slowenien. Die OMV beginnt ihre Transformation aus einer Position der Stärke. Das zeigen auch die nachfolgenden Ergebnisse. Im Jahr 2021 erzielte die OMV ein CCS-operatives Ergebnis vor Sondereffekten von fast 6 Milliarden Euro. Dies ist nicht nur das höchste jemals verzeichnete Jahresergebnis, sondern auch eine Bestätigung unserer Finanzkraft, die wir unserem diversifizierten Portfolio verdanken. Die OMV produziert Öl, Gas und chemische Produkte, setzt aber auch verstärkt auf innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft. Aufgrund eines günstigen Marktumfelds und der gestiegenen Produktion erzielte Exploration und Production im Jahr 2021 ein operatives Ergebnis vor Sondereffekten von 2,8 Milliarden Euro. Die trotz anhaltender Covid-19-Pandemie kräftige Markterholung sowie die weltweit gestiegene Öl- und Gasnachfrage führten zu einer Erhöhung der Öl- und Gaspreise um 73 bzw. 84%. Unsere Öl- und Gasproduktion legte 2021 vor allem dank eines höheren Beitrags aus Libyen zu. Der natürliche Förderrückgang in Rumänien und Österreich wurde durch die steigende Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Tunesien und in Malaysia ausgeglichen. Parallel zur erhöhten Produktion stieg auch die Gesamtverkaufsmenge um 5% auf 462.000 Barrel Öläquivalent pro Tag an. Das CCS-operative Ergebnis vor Sondereffekten des Segments Refining and Marketing lag stabil bei rund 1 Milliarde Euro. Die Ursachen dafür waren ein höherer Ergebnisbeitrag von ADNOC Refining, ein außerordentliches Ergebnis im Retail-Geschäft sowie die steigenden Kraftstoffverkaufsmengen. Die positiven Effekte auf operativer Seite wurden beinahe vollständig kompensiert, da die Beiträge aus Margin Hedges und aus dem Geschäftsbereich Gaslogistik nach dem Abschluss des Verkaufs der Gas Connect Austria geringer ausfielen. Die Raffineriemargen stiegen um 50% auf $3,7 pro Barrel. Und die Verkaufsmengen nahmen zu, da sich die Marktnachfrage nach der Lockerung der Reisebeschränkungen erholte. Höhere Erdgasverkaufsmengen in Deutschland und den Niederlanden führten zu einer Steigerung des Gasabsatzes. Nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am Borealis stieg der Umsatz des Segments Chemicals and Materials deutlich an, da das Ergebnis von Borealis zum ersten Mal vollständig in das operative Ergebnis vor Sondereffekten von 2,2 Milliarden Euro integriert wurde. Die Margen für Polyethylen und Polypropylen stiegen um 67 bzw. 78%, was auf die starke Nachfrage und die Verknappung der Importmengen zurückzuführen war. Die Polyolefin-Verkaufsmengen blieben mit knapp 6 Millionen Tonnen relativ konstant, da der Anstieg im Konsumgütersegment durch die geringeren Absatzmengen im Mobilitäts- und Infrastrukturbereich ausgeglichen wurde.
Die Umsetzung unserer progressiven Dividendenpolitik in einem historischen Jahr bedeutet auch, dass wir dieses gegenüber unseren Aktionären in Form einer Rekorddividende von 2,30 € zum Ausdruck bringen. Die OMV hat über die Jahre ihre Fähigkeit bewiesen, Herausforderungen durch Innovation und Engagement zu meistern. Jetzt gilt es, das Geschäftsmodell anzupassen und Kurs auf die Zukunft zu nehmen. Eine Zukunft, in der die OMV so verantwortungsvoll wie bisher mit Ressourcen umgehen und mit Kreislaufwirtschaft und nachhaltigem Wachstum neue Schwerpunkte setzen wird.